Was ist der Unterschied zwischen einem negativen, einem Positiv- und einem Positiv-Negativ-Fräser? Hallo, ich bin Honza von IGM und in diesem Video werde ich die Unterschiede zwischen einem Negativ-, Positiv- und Positiv-Negativ-Fräser erklären und wie man sie verwendet. Spiralfräser werden am häufigsten zum Fräsen in CNC-Maschinen verwendet, können aber natürlich auch in Oberfräsen verwendet werden. Die Grundaufgaben von Spiralfräsern sind das Teilen von Material oder das Fräsen von Nuten. Die Materialaufteilung könnt ihr vor allem dann nutzen, wenn ihr ein Teil präzise formatiert. Spiralfräser können auch zum Bohren oder 3D-Fräsen verwendet werden. Der Spiralfräser ist ein Hartmetallwerkzeug mit einer präzise geformten Spirale, die eine Schneide hat. Schauen wir uns nun die einzelnen Fräsertypen im Detail an. Der Negativspiralfräser wird, wie der Name schon sagt, mit negativer Steigung, also gegen die Drehrichtung geschliffen. Dies garantiert den Abtransport von Spänen zum Unterteil. Dieser Fräser ist nicht zum Fräsen von Nuten geeignet. Es besteht die Gefahr, dass sich das gefräste Material in der Nut ansammelt. Der Fräser beginnt zu verstopfen und es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Werkzeugs. Der positive Spiralfräser hat eine scharfe Schneide in positiver Richtung. Stellt euch einen Fräser vor, der wie ein klassischer Holzbohrer eine Spirale hat. Beim Bohren eines Lochs werden Späne nach oben gedrückt und das ist auch bei diesem Fräser der Fall, wenn beim Fräsen die Holzspäne nach oben in Richtung Spanschaft gedrückt werden. Diese Tatsache werdet ihr beim Nuten nutzen, wenn die Nut nicht mit Spänen gefüllt wird. Der Positiv-Negativ-Spiralfräser hat eine zweigeteilte Klinge im unteren Teil mit positiver Steigung und im oberen Teil mit negativer Steigung. Der Negativspiralfräser hat eine hervorragende Schnittqualität an der Oberkante und eine untere Spanabfuhr. Der positive Spiralfräser hat eine hervorragende Schnittqualität an der Unterkante und der oberen Spanabfuhr. Positiv-Negativ-Spiralfräser haben eine perfekte Schnittqualität ohne Grate an den unteren und oberen Kanten zu hinterlassen. Beim Fräsen des gesamten Schneidteils des Werkzeugs werden die Späne allmählich von der Ober- und Unterseite entfernt. Er eignet sich daher ideal zum Formatieren oder Einschneiden des Endteils. Lasst uns das Konzept des aufeinanderfolgenden und inkonsistenten Fräsens erklären. Das Material kann gleichmäßig und ungleichmäßig gefräst werden. Aufeinanderfolgendes Fräsen bedeutet, dass das Werkzeug in Drehrichtung des Werkzeugs geführt wird, während inkonsekutives Fräsen umgekehrt ist. Das heißt, die Schneide wird entgegen der Drehrichtung des Werkzeugs geführt. Spiralfräser werden am häufigsten zum Fräsen von Hartholz oder Sperrholz verwendet. Jetzt zeigen wir die Arbeit selbst mit allen Arten von Fräsern auf Sperrholz. Zuerst schauen wir uns an, wie Spiralfräser beim Formatieren eines Teils arbeiten, das heißt bei einem geraden Schnitt. Der Negativfräser wird jetzt ungleichmäßig in den Schnitt geführt. Beim Fräsen sieht man, dass die Späne von der Schneide nach unten getragen werden und der saubere Schnitt an der Oberkante des Werkstücks liegt. Der zweite Schnitt mit dem Negativfräser wird fortlaufend durchgeführt. Die fortlaufende Bearbeitung ist schonender für die Klinge und das Werkzeug selbst und die gesamte Schnittfläche ist glatter. Beim Fräsen mit positiver Schneide ist zu erkennen, dass die Späne nach oben aus der Schneide entfernt werden und der saubere Schnitt an der Werkstückkante liegt. Der Fräser wird ungleichmäßig in den Schnitt geführt. Der zweite Schnitt mit einem positiven Fräser wird fortlaufend ausgeführt. Auch die Folgebearbeitung ist mit einer positiven Schneide schonender für die Schneide und das Werkzeug selbst. Die Oberfläche des gesamten Schnittes ist wieder glatter. Beim Fräsen mit einem Positiv-Negativ-Fräser ist zu erkennen, dass die Späne sowohl nach oben als auch nach unten aus dem Fräser entfernt werden. An beiden Kanten des Werkstücks entsteht ein sauberer Schnitt. Der Fräser wird ungleichmäßig in den Schnitt geführt. Der zweite Schnitt mit dem Positiv-Negativ-Fräser erfolgt nacheinander. Auch die Folgebearbeitung ist mit einem Positiv-Negativ-Fräser schonender für die Schneide und das Werkzeug selbst. Auch die Schnittfläche ist glatter. In diesem Teil des Videos schauen wir uns die Unterschiede zwischen Spiralfräsern beim Nuten in 5 und 10 mm Tiefe an. Mit einem Negativfräser sehen wir einen sauberen Schnitt an der Oberkante. Beim Fräsen einer 10 mm Nut fällt auf, dass die Nut mit Spänen gefüllt ist. Es besteht die Gefahr, dass sich das gefräste Material in der Nut sammelt. Der Fräser beginnt zu verstopfen und es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Werkzeugs.
Bei Verwendung eines positiven Fräsers können wir gerade an der Oberkante des Schnitts sehen. Beim Fräsen einer 10 mm Nut fällt auf, dass Späne aus der Nut nach oben abgetragen werden. Beim Fräsen tiefer Nuten besteht keine Gefahr, dass sich die Späne in der Nut ansammeln. Bei Verwendung eines Positiv-Negativ-Fräsers kommt es auf die Eintauchtiefe an. Wenn die obere Kante ausgefranst ist, ist erkennbar, dass nur der positive Teil des Werkzeugs gefräst wurde, was wir beim Fräsen einer 5 mm tiefen Nut sehen. Beim Fräsen einer 10 mm tiefen Nut ist der negative Teil der Schneide bereits belegt und somit die Oberkante nicht verschlissen. Schauen wir uns nun das fortlaufende Eintauchen und Fräsen in die Materialoberfläche an. Wenn ihr einen Negativfräser verwendet, seht ihr einen sauberen Schnitt an der Oberkante. Späne werden nach unten befördert, es besteht jedoch keine Gefahr der Späneaufhängung während des allmählichen Eintauchens. Bei Verwendung eines positiven Fräsers können wir gerade an der Oberkante des Schnitts sehen, daher ist es vorteilhafter, beim Fräsen in eine Fläche einen Negativfräser zu verwenden. Verwendung eines Positiv-Negativ-Fräsers ist die Eintauchtiefe, wie schon beim Nuten gesagt, entscheidend. Im IGM-Angebot findet ihr sowohl Negativ-, Positiv- als auch Positiv-Negativ-Spiralfräser mit glatter Kante, die ihr zum präzisen Formatieren verwenden könnt, sowie Schrubbfräser, die zum Fräsen der Rohmaße des Teils verwendet werden. Interessant sind auch Fräser mit spezieller Chromoberfläche für längere Standzeiten. Das wäre alles über die Spiralfräser. Bitte schreibt uns in die Kommentare, was ihr im Video vermisst habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke und tschüss!